Es könnte das neue Kurznoppen-Aushängeschild der Marke Friendship werden. Also nicht Sie rein ins Review zum Legend 802 SP. Für regulär knapp 22 € kommt der in China gefertigte Kurznoppenbelag mit einem orangefarbenen, feinporigen, mit leichtem FKE versetzten, mittelharten Schwamm daher. Das Obergummi dient als Unterlage für die konisch geformten kurzen Noppen, die mit einer gewissen Elastizität daherkommen. Die Noppenköpfe selbst sind leicht geriffelt. Im Dots-Test präsentiert sich der Belag durchaus offensivfreudig. Die Spin-Entwicklung ist relativ niedrig. Eins kann man gewiss direkt zum 802 SP sagen. Er ist wirklich einfach zu spielen und bietet dafür erstaunlicherweise einen für den Gegner durchaus unangenehmen Kurznoppeneffekt. Spielerisch lässt sich der Belag demzufolge recht ähnlich wie ein normaler Noppeninnenbelag handeln, ist somit auch für Einsteiger und technisch nicht ganz so leistungsstarke Spieler geeignet. Eine der großen Stärken ist das tischnahe Blockspiel. Wenn man hier den richtigen Winkel zum Blocken gefunden hat, kann man dadurch extrem flache, schnelle und abtauchende Bälle spielen. Eine durchaus überraschende Eigenschaft, gerade in Bezug auf die dazu doch recht hohe Kontrolle. Bei aktiven Blocks bzw. Schüssen verstärkt sich der Effekt und ist in Kombination mit der guten Platzierbarkeit der Bälle nur schwer vom Gegner einzustufen. Einige Einbußen muss man dafür allerdings in Sachen Durchschlagskraft in Kauf nehmen. Mit offenem Blatt kann der Kurznoppenbelag auch recht Topspin-ähnlich gespielt werden. Die Spin-Entwicklung ist natürlich nicht so hoch. Dafür lassen sich die vom Gegner retournierten Bälle recht solide abschießen. Auch hier müssen wir erwähnen, dass uns der 802 SP vor allem in seiner einfachen Spielbarkeit und Einsteigerfreundlichkeit überrascht hat. Richtig gut präsentiert sich der 802 SP auch im Kurz-Kurz-Spiel über dem Tisch. Selten hatten wir hier eine einfacher zu kontrollierende Kurznoppe in den Händen. Die Schupfbälle lassen sich flach, platziert und kurz ablegen. Der 802 SP bietet eine gewisse Dynamik sowie einen spürbaren Katapulteffekt, durch die man den Belag auch aus der Halbdistanz spielen kann. Für die lange Unterschnittabwehr ist der Belag aber unserer Meinung nach ungeeignet, da er hierfür doch etwas zu schnell ist.
Fassen wir es also nochmal zusammen. Aufgrund der guten Spielbarkeit und des recht niedrigen Preises dürfte der 802 SP ideal für einen Selbsttest der eigenen ersten Kurznoppe sein. Hervorzuheben ist auf jeden Fall die Tatsache, dass der Belag gerade in Bezug auf das Verhältnis zwischen Kontrolle und Kurznoppen-Störeffekt auftrumpfen kann. Unserer Meinung nach könnte sich das Ding also wirklich zu einem neuen Friendship-Bestseller entwickeln.